So, und damit herzlich willkommen in der Taverne. Schön, dass ihr schon alle da seid. Äh, ja, ich freue mich endlich mal wieder streamen zu können. Es wird Zeit. Es ist schon sehr, sehr lange her. Und ich habe einige Ideen, die ich gerne umsetzen wollte und möchte und hoffentlich auch werde. Und deswegen wird es auch endlich mal wieder Zeit, eine Runde zu streamen. Ja, wie ihr im Titel schon sehen könnt, das ist das erste, was ich mir vorgenommen habe, Final Fantasy X auszupacken. Ich habe es damals sehr viel auf der PS2 gespielt. Ich glaube, ähm, Dutzende Male durchgespielt. Also 300 Stunden waren gar nichts, die ich investiert hatte da. Und ich habe einfach sehr viel Spaß mit diesem Spiel und kann dazu auch viel erzählen. Und deswegen habe ich mir das als Projekt ausgesucht. Ja, ich hoffe, wir haben zusammen Spaß daran mit. Davon würde ich doch mal ausgehen. Ähm, Die Musik ist ausgegangen, aber ist egal. Wir werden ja sowieso gleich ins Spiel starten. Genau. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach los, bevor ich mich hier weiter verquatsche. Und wo ist es denn? Einmal Spiel starten. So. Und dann die Szene wechseln. Ich hoffe, der Ton erschlägt mich jetzt nicht gleich. Ich habe es zwar ein bisschen runtergedreht, aber es könnte sein, dass er immer noch zu laut ist. So, Intro überspringen wir jetzt hier, weil ich sowieso gleich nochmal anhabe, wenn ich das Spiel starte. Kabel zurechtlegen hier. Ein neues Spiel möchten wir starten. So, ich werde natürlich das Profi-Sphärobrett nehmen, weil es einfach viel mehr Entscheidungsmöglichkeiten hat für das, was ich vorhabe. Ja, ich möchte es auswählen. Ähm, hm, ja, das ist eine gute Frage. Ich würde gerne das Remastered nehmen. So, und dann geht es hoffentlich auch gleich los. Solange mein Mund. Listen to my story. This may be our last chance.
So, und das war die Anfangssequenz. Und ich liebe dieses Klavierspiel, das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. So, und los geht's mit unserem Abenteuer. Wie man sieht, kann man hier noch nichts machen. Habe ich oft rumgeguckt, dass man vielleicht irgendwas finden könnte, aber nein. Man kann hier wirklich nichts tun. Einzige, was man an dieser Stelle machen kann und muss, ist mit den Leuten reden. Ich würde sagen, wir lassen die Standardnamen. Nothing to worry about. Oh, if I score a goal, I'll, do this. That will mean it was for you, okay? What seat? He's blocking the front row! It's from the right! Got it. Ja. Um das Spiel voranzutreiben, muss man mit allen Leuten reden, die hier einen Ball in der Hand haben. Can you sign this? No problem. Please? Alrighty. Me too! Take it easy. Well, gotta go. Cheer for me. 2, 3. Teach us how to blitz! Hey, I got a game to play. Then teach us after. Maybe tonight, well... You can't tonight. I mean tomorrow. Promise? Promise. Ja, ich werde in den Zwischensequenzen nicht ganz so viel reden. Ich glaube, ich finde das immer unangebracht, wenn man mit euch alles durchredet. Deswegen halte ich immer gerne meinen Mund. I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, Man Jack, könnte jetzt hier mit den Leuten reden, die vanished haben aber into thin keine air. interessanten Sachen zu sagen. My dad must Die have been his meisten sagen biggest einfach nur, fan. viel I Glück knew beim how sad he'd Spiel. be. Heck, we all were Das that Gespräch, day. was man hier im Hintergrund hört, finde ich Then sehr I says to interessant. myself, Es what dauert are you aber zu lange. thinking? Also wenn ich I went jetzt... running straight Ich könnte back jetzt home. warten, bis das Gespräch He said. vorbei ist, oder ich laufe einfach weiter. Und beende es im Grunde. Make way, make way! Coming through, sorry. Hey, I'm gonna be late. Der Weg, wir sind durch. Hey, let go of me. Was ich ganz lustig finde, man kann ja einfach hin und her rennen. Die Leute hören nicht auf, einen zu verfolgen. Bis man weit genug gelaufen ist, das Spiel es übernimmt. Eins muss ich dazu sagen, ich habe das Spiel original auf der PS2 damals gespielt und für die Grafik von der HD Remastered Version, die man hier sieht, wirklich gut aufbereitet. Kleiner Fun Fact an der Seite. Der Interpret dieses Liedes habe ich damals mal viel aufgesucht, ist lustigerweise Rammstein.
Das hätte ich damals auch nicht gedacht. Ach ja, wenn es bei mir so aussehen würde. Und hier fängt unser eigentliches Abenteuer erst an. Ja, und man findet hier immer noch nichts. Ich versuche auch so viele versteckte Truhen und so mitzunehmen. Ist schon eine Weile her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich mich an alle erinnere, aber wir werden sehen. Ja, warte auch. It begins. What? Don't cry. What the? Huh? Hey, wait! Hey, not this way. Look. So, jetzt kommen wir gleich zu unserem ersten Kampf. We called it sin. Sin?
music. Ich damals als Kind das erste Mal gespielt These ones habe, don't matter. We cut through. habe ich schon gedacht, das wäre irgendwas Schweres hier an die Stelle, aber einfach bloß schlag den Feind und marschier weiter. Dann schlag den glühenden Feind, wenn es angeht. Don't bother going after all of them. Cut the ones that matter and run. Oh, einfach die vor uns kaputt schlagen. So, und weiter geht's. So, bei diesem Gegner, der eigentlich jetzt noch viel Schaden macht, gilt es eigentlich Get nur out of my town! Some can't wait to die. erstmal, ja, was eine Ekstase. Einmal Tradition. Nein. Oh verdammt, ich bin ja aus der Übung. Außer gereicht. So. Bei diesem Gegner muss man einfach nur beachten, ihn anzugreifen. Denn er benutzt zwar Gravitas, aber Gravitas zählt immer nur, ich glaube, ein Viertel vom maximalen, also von deinem aktuellen Leben ab. Das heißt, die Attacke kann mich niemals töten. Und von daher braucht man auch keine Potions oder irgendwas nehmen. So, machen wir einfach mal einen kleinen Salto-Hieb. Das ist im Gegensatz zu Augen ziemlich einfach. Und so draufhauen. Du musst nur danach aufpassen, weil danach kommen wieder diese kleinen Biester. Wenn man doch wenig Leben hat, dann vielleicht so eine Potion zu nehmen. Aber wie gesagt, dieser Gegner kann mich nicht umbringen. Also einfach weiter draufhauen. So, das sollte es auch gewesen sein. So, dann laufen wir mal allem hinterher. Diesen Theorien kann man die ganz leicht übersehen, wir nehmen natürlich mit und wählen eine neue Speicherdatei. Wie man sieht, habe ich ja schon ein bisschen experimentiert, sage ich mal. Und ich habe so ein paar Kniffe noch vor mit diesem Lauf, aber das werden wir alles noch sehen, wenn es soweit ist. What are you laughing at, old man? Lauren, let's get out of here! Weird expected. Huh? Give me a break, man! So. Hier müssen wir erstmal ein paar schlagen, dass wir merken, das ist keine gute Idee. Übrigens, man muss überhaupt nicht heilen, weil der Speichersteroid
Teil direkt komplett, von daher sind wir wieder voll. Genau, und dieses Grün meinte ich. Jetzt müssten sie eigentlich, ja noch nicht. Gleich werden sie feststellen, dass es aussichtslos ist, gegen die ganze zu kämpfen. Wir müssen hier nur darauf achten, dass wir die Leuchtenden immer direkt ausschalten. This could be bad. That! Knock it down! What? Trust me, you'll see. Genau, das werden wir gleich tun. Aber erstmal schalten wir ihn aus. Und diese Leuchtenattacke macht sehr viel Schaden. Genau, jetzt greifen wir das an. Solange die nicht anfangen zu leuchten. Ah, okay. Aber der ist noch nicht wieder dran. Wir nehmen jetzt mal Auren. Macht nämlich mehr Schaden. Und schalten das Ding wieder auf. Solange wir darauf achten, dürfte nichts großartig passieren. Wir müssen nur oft genug hier draufschlagen. Und kaputt machen. Ich weiß nicht, ob der Schlag schon reicht. Und langsam mal zurück. Und zack. Okay, das hätte wahrscheinlich gereicht. Go. Sure. This is it. This is your story. It all begins here. Die deutschen Untertitel waren nie das Gelbe vom Ei, aber zweckmäßig, sage ich mal. Hey! Hey! My old man? Ich weiß nicht mehr, wo ich hin musste. Ah, hier rüber, genau. Und da müssen wir hin. I thought about a lot of things. Like where I was, what I got myself into. I started to feel lightheaded, and then sleepy. I think I had a dream of being alone. I wanted someone, anyone beside me, so I didn't have to feel alone anymore.
Anybody there? Aaron! Hey! Ja, und hier sind wir im einsamen Meer. Da kommen wir später nochmal wieder zurück. Mal gucken, gibt es ein paar Truhen, die man finden kann. Muss ich nur darauf achten, dass wir die nicht verpassen. Ruhig schon. Anscheinend. Wie gesagt, ich erinnere mich nicht an jede einzelne Truhe, die es in dem Spiel gibt, aber an ein paar. Größtenteils. Hier könnte man nicht hoch. Würden wir mal darüber. What do we have here? No, can't read it. Die Lexikons, um diese Sprache zu verstehen, die werden wir natürlich auch möglichst alle sammeln. Da muss ich aber aufpassen, das ist manchmal echt leicht zu übersehen. Hier noch was? Ne, gehen dafür wieder ins Wasser. Gehen wir drüben nach Bozenau. Genau. Hier könnte ich jetzt die Lexikas. Aber das machen wir nicht. Wir wollen nämlich selbst finden. Hier könnte man, wenn man alle Lexikas gefunden hat, die auslesen und hätte sie in der aktuellen Speicherdatei bereits. Dadurch würde man natürlich einiges mehr verstehen. Wir speichern hier erstmal. Ups, da wollte ich nicht lang. Wir schauen uns natürlich vorher noch ein bisschen, wo hier Sachen zu finden gibt.
Diese kleinen Biester sind keine Gegner für uns. Ja, das ist der richtige Gegner hier. Und zu diesem Zeitpunkt im Spiel ist auch ein Gegner, der einen nicht besiegen kann. Also bevor man stirbt, wie soll ich sagen, macht einem zwar haufenweise Schaden, aber man kann nicht sterben bevor. Man sieht, das ist immer nur die Hälfte von den HP, die man gerade hat. Man soll an der Stelle auch nicht bekämpfen. Man kann später hierher zurückkommen und dann muss man ihn tatsächlich bekämpfen und besiegen. Und ist auch kein leichter Gegner. Je nachdem, wie man vorbereitet ist. I had made it out of the frying pan and into the freezer. I thought I was gonna die in this place. So. Und da sind wir. Gestrandet. Und mal gucken. Ja, sicher gehen, dass hier auch nichts war. Nein. Wir können nur nach oben gehen. Need fire. Wir könnten hier ein Feuer machen, aber uns fehlen Dinge. So, erstmal schauen wir uns um. Hier ist nicht rein. Da können wir lang gehen. So, der Stein hält mich nicht auf. So. Oh. Hier haben wir schon mal unsere Feuersteine, die wir gesucht haben. Speichern wir nochmal. Man kann nie genug speichern. Das ist, glaube ich, der Gang, wo ich herkomme. Ne? Hier ist das Wasser. Das ist nicht unser Weg. Sondern wir gehen hier lang.
Ja, und hier war schon die erste versteckte Truhe, die man übersehen würde, wenn man direkt hochwandert. Und wo waren hier Blümchen, glaube ich? Ach ja, genau, hier. Blumen bekommen, die wir verwenden können. So, sehr schön. Ja, natürlich trotzdem noch weiter. Und hier ist noch eine Truhe. Sehr schön. So. Machen wir uns jetzt mal Feuer. I need food. What do you want? It was a bad Keine call. Rückblende mal wieder. Your team lost because of you. You came to say that? It's been 10 years. I thought you'd be crying. Who, me? You cried. Hey, wait! Don't go out on me! So. Just hold on. I'll get more wood. Gleich kommt unser kleiner Freund. Das ist, glaube ich, tatsächlich der erste Gegner in diesem Spiel, der einen töten könnte. Und man muss eine bestimmte Menge an Schaden verursachen, bis das Spiel quasi weitergeht. Aber bis dahin muss man auch überleben. Give me a break! Oh ja, da haben wir ein bisschen Glück. Wenn wir Glück haben, dann trifft er uns leider, nee, nicht leider, dann trifft er uns glücklicherweise nicht oft genug und wir können genug Schaden machen, ohne uns heilen zu müssen. So wie das hier. Ja, ins Gesicht. So, wie er jetzt länger durchhält. Oh, ich glaube, das war's schon. You on my side? Cool! Jetzt könnten wir uns zwar theoretisch immer noch verlieren, aber es ist eigentlich, ich sage mal, unwahrscheinlich. So, wir benutzen die Handgranaten. So. Weiter angreifen. Wir benutzen noch ein paar Handgranaten, wenn es schneller geht. Ja. Er hat anscheinend immer nicht genug.
Ja, wir klauen jetzt nicht, wir benutzen noch eine Handgranate. Und das war's. Ja. Sehr gut. Phew. That was close. Hey, let me go. Redek drak! Ifin, irisa tekjaka! Wak, edeku! Kemed? Fed! Shrivet de Grisa! Dralmia drakisha Teil. Ifun petted. Fapuneket verdrik. Kuno. Wie ihm auch seine Pistole gefehlt hat, hat er trotzdem die Stellung eingenommen. Ked, it daja. Hey, that hurts. Usujek, rain? Whoa. Okay. Canis! Right, whatever. Tui hud kabeg? I said I don't understand. Akomala! Fed! He said you can stay if you make yourself useful. You understand me? All right, I'll work. So, bevor wir jetzt mit irgendwem reden, weil das würde das Spiel weiter treiben, nehmen wir dieses kleine aufleuchtende Buch hier hinten, das total zu übersehen ist. Hebt sich überhaupt nicht vom Hintergrund ab. Und damit haben wir Band 1 gefunden und verstehen den Buchstaben A. So. Davon gibt es dann genauso viele wie das Alphabet, nur 26. Und wenn wir die alle finden, können wir das, was die Leute hier erzählen, 1:1 übersetzen. So, ich werde noch mal kurz speichern. Und dann quatschen wir mit den Leuten. Hier geben sie mir ein paar Sachen. Wie man sieht, hier diese roten Buchstaben, die hier zu sehen sind, die konnten wir durch das Lexikon übersetzen. Genau. So, dazu noch was? Ach ja, genau, so erklärt mir jetzt das Sphärobrett. Und ich brauche keine Erklärung. Bla 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 bla. Ich weiß, wie das funktioniert. Das ist eine der Sachen, die konnte man noch nie wegklicken. Ja. Bla 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 bla. So. Und wir sind wieder gleich durch.
Ja. Sehr schön. Und jetzt kann ich das Sphero-Brett auch endlich benutzen. Genau. Und hier Unheil. Ohne das wollen wir alles nicht. Wir wollen zu Hast. Und Hast ist hier. Genau da müssen wir hin. Hast ist eine der wichtigsten Fähigkeiten in diesem Spiel. Und es ist noch viel wichtiger, dass man so schnell wie möglich dahin kommt. Deswegen benutzen wir jetzt mal Abilities, Spheroid. Und können jetzt anfeuern. Da wir noch keine anderen Spheroiden haben, fällt das erstmal aus. Ja, ja, bla bla bla. Jetzt hier, dann müssen wir die erwähnen. We found some ancient ruins right beneath us. It's not active now, but there should still be some power left. We're gonna go down there and activate it. And then we should be able to salvage the big prize. Mm-hmm. Okay, let's get to work. Roger. Wir halten uns jetzt hier an Anker für Richtung. Da haben sie nämlich hin. Ich bin nicht sicher, ob das ein Anker ist oder ob die eine Art Harpune mit einer Kette dran abgeschossen haben. Auf jeden Fall bleiben wir da dran, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Und dann wir nicht tiefer sinken als die Kette. Genau. Ja, zwischendurch greifen uns ein paar Piranhas an. Dann können wir so ein paar Sachen klauen. Ja, wir sollten wirklich zu viele HP verlieren, haben wir genug Potions mit, um das auszugleichen. Ja, ein Zeitsphäroid, der bringt es noch nichts. So. Wir dürfen endlich in dieser Anlage ein. Als erstes würde ich gern. Ja, man kann mit ihr reden, sie zeigt einem dann, wohin schwimmen muss. Was ich ja nicht verstanden habe, wie können die eigentlich, obwohl sie darin geübt sind, unendlich lang unter Wasser bleiben? Das macht keinen Sinn. Ich will mal kurz gucken, ob es hier irgendwas gab. Ich glaube nicht. Es gab ja auf jeden Fall auch irgendwo was zu finden. Aber vielleicht in dem Raum. Ach, der Weg, jetzt komme ich. Oh, da kommen deine Freunde. Und dann machen wir das. Gemeinsam Angriff auf den, um den Geld auszuschalten. Einmal klauen. Und das war's. Und es gibt dann keine Punkte dafür. Ich wollte mal gucken. Ich glaube, Zeit hilft mir hier nicht. Nutzen? Nein, Zeit hilft mir nicht. Ja, ich möchte es. Hier geht's auch nicht. Da müssen wir hier drauf. Die altbewährte Methode, eine
Maschine wieder in Gang zu bringen. Einfach mal gegen Hämmer. So. Und da hat man quasi schon unseren ersten stärkeren Gegner gesehen. Also zum jetzigen Zeitpunkt zumindest. Und ich würde sagen, wir schmeißen ihm direkt eine Granate ins Gesicht. Ja, vielleicht mal mit Anführung benutzen. Das erhöht nämlich Angriffs- und Verteidigungswerte für alle Partymitglieder. Und das kann auf jeden Fall nicht schaden. Jetzt hat er genug Schaden eingesteckt und flieht erstmal. Manchmal kann man extra Sachen machen. Wir können nämlich jetzt eine Schutzhaltung einnehmen. Nehmen weiter eine Schutzhaltung ein. Aber nicht jetzt ein super Angriff. Der würde bestimmt mehr wehtun, hätte man sich nicht geschützt. Ich würde sagen, wir klauen mal kurz. Eine Handgranate. Hey. Hätte schon fast wehgetan. Und zack. Dieses Mal können wir einen anderen machen. Immer noch eine Schutzhaltung. Oh. Ekstase steht noch nicht bereit. Wir klauen uns erstmal was. Gibt zwar fehlgeschlagen, ja, das hat irgendwie so. Ich weiß, ich kriege später noch mit den Potions, werde jetzt einfach mal welche einsetzen. Zur Sicherheit. Und zack. Und ein. Und noch einer. Können wir jetzt endlich. Ach, ich kann immer noch nicht umzingeln. Ah, jetzt. Später. Kann seine dämliche Attacke nicht mehr machen. So, und Attacke. Und noch mehr raus. Schöner Treffer. Damit hätten wir das auch geschafft. Hey, Level ab. So, jetzt müssen wir mal gucken. Gab es hier irgendwas? Ich glaube, hier gab es wirklich nicht. Dann lass uns mal wieder gehen.
Jetzt gibt es noch einen kleinen Fun-Fact so am Rande. Das, was die hier suchen, ist das, was sie später im Spiel benutzen können. Oder benutzen werden, besser gesagt. Ist zwar jetzt noch sehr schwer zu erkennen, aber dieses Kreisding dort hinten, das aussieht wie eine Scheibe, daran müsste man es eigentlich sehen können. Wenn man das Spiel noch nicht kennt, weiß man das nämlich nicht, aber das ist das Flugschiff, was man später hat. Beginnt quasi hier vorne. Wird wahrscheinlich die Plattform sein, wo man dann auch drauf stehen kann. Und zieht sich da ein bisschen hinten hin. Und das ist dieses rotierende Scheiben etwas. Genau, jetzt kann man es vielleicht noch ein bisschen besser sehen. Wie gesagt, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, weiß man das natürlich nicht. Aber beim nächsten Durchlauf, wenn man darauf achtet, sieht man, dass das... Ich habe mich immer gefragt, ja okay, es ist halt irgendwas, was die Leute halt suchen, aber dass es das Luftschiff ist und man später im Spielverlauf dann auch nutzt, das finde ich cool. Man hat quasi mitgeholfen, es zu finden und zu befreien dann auch. Verfutra Irsche! Tradanukt van een neker. Hoef, roefdu, tungadib. We, wicheta! Hey! Hey, I helped out, didn't I? Ja, sie mögen uns nicht. Ich finde es lustig, dass man immer die Speicherpunkte sieht in diesen Sequenzen. Whoa! Right on. Hey! It's because you eat too fast. So, ich habe mir mal eben schnell ein Wasser geholt. Ich habe nicht so Lust. Aha. Ah. Hey! Hello there. What is your name? Riku? Whoa! You really do understand. Woo-hoo-hoo! Huh? Why didn't you say so earlier? I didn't get a chance to. Everyone thought we were a fiend. We? Oh, we means you. Who are you guys anyway? We're Al Bed. Can't you tell? Wait, you're not an Al Bed hater, are you? I don't even know what an Albed is. Where are you from? Xanarkin. I'm a blitzball player. Star player of the Xanarkin Abes. Did you hit your head or something? You guys hit me? Oh, right. Do you remember anything before that? So I told her everything there was to tell about Xanarkin. About life there, Blitzball, and Sin's attack. And about how Aaron and I were engulfed in this light. I just said things as they came to mind. But then I started to wonder. Ja. Did I
say something funny? You were near Sin. Mm-hmm. Don't worry, you'll be better in no time. They say your head gets funny when Sin is near. Maybe you just had some kind of dream? You mean I'm sick? Because of Sin's toxin, yeah. You sure? Yeah, there is no Xanarkand anymore. Sin destroyed it 1,000 years ago. So no one plays blitzball there. Huh? What do you mean, 1,000 years ago? But I saw Sin attack Xanarkand. You're saying that happened 1,000 years ago? No way! So, wenn wir mit ihr reden, geht die Story weiter. Aber ich glaube, hier hat man... Aber kurz zurückspeichern. Machen wir einfach mal. Gespeichert. So, weiter geht's. You said... You play blitzball? Uh-huh. You know, you should go to Luca. Someone might know who you are, or you might find someone you recognize. Luca? Huh. Okay, leave it to me. I'll get you to Luca. Promise. You'd rather stay here? Uh-uh. Okay, I'll go tell the others. Wait here. Oh. And one thing. Don't tell anyone you're from Xanarkand, okay? Yevon says it's a holy place. You might upset someone. Oh, uh-huh. Oh, wer ist denn da? Der gute alte Haugisch. Mensch, schön, dass du vorbeischaust. My Xanarkand? Some kind Ich of fand die holy Kartenspiele place? immer besser. Yeah, right, I thought. Welche Kartenspiele? Since when? Also von welchem Teil meinst du jetzt? Ich kann mich an Yevon? Kartenspiel nur... Sin? Luca? I thought Sin just Teil took me 8 to a hat sowas wie faraway ein Kartenspiel, place glaube ich. that I can go back in a day or two. But 1,000 years into the future? No way! Whoa, whoa! 8 und 9. Also ich muss sagen, 9 habe ich bis jetzt noch nie gespielt. Ich weiß nicht, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe 8 viel gespielt, 10, 7 auch. Von den älteren so ein bisschen. Also Teil 4, Teil 1 und 2 mal auf dem DS, glaube ich. Aber 9 ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Whoa! Wow! Bis hierher speichern. Weil wir haben ja noch nicht gespeichert eben, ist ja kein Problem. Einfach nochmal. Übernause, Teil 9 ist der beste. Ach, also ich weiß ehrlich gesagt, ich finde Teil 8 und 10 gut. Ist schwierig für mich zu entscheiden, weil ich nicht besser finde. Aber wie gesagt, da ich Teil 9 nicht kenne, kann ich nur von den beiden Teilen reden. Zum Beispiel Teil 7, das alle Leute scheinbar gut finden, finde ich nicht so gut wie Teil 8 oder Teil 10. Deswegen habe ich diesen ganzen Hype über Teil 7 auch nie verstanden. Hey! Dann spiele ich noch
Wenn ich mit den 100% von diesem hier durch bin, dann nehme ich Teil 9. Das könnte natürlich ein bisschen dauern, da ich ja auch zwischendurch leveln muss. Aber das wird schon. Irgendwann. Wir laufen jetzt unten rum hier. Irgendwo gab es hier eine Truhe zu finden. Aber ich glaube hier nicht. Nein. Ah, da haben wir sie doch. Die kleine Truhe. Ich glaube, hier gab es nichts. Da drüben war noch was. Was schreibt teilweise 7? War halt der erste richtige 3D-Teil mit fetten Zwischensequenzen und so. Klar, dass wir ihn... Ja, natürlich. Das war schon was Besonderes zu der Zeit. Ich sage auch nicht, dass Teil 7 ein schlechtes Spiel war. Aber irgendwie hat mich die Story, die Charaktere und auch das Kampfsystem fand ich in 8 irgendwie ansprechender. Es war zwar, wie soll ich sagen, es war komplett anders. Also zwischen 7 und 8 ist ja ein großer Unterschied. Aber ich weiß nicht. 7 hat mich irgendwie nicht ganz so gefesselt. Ich muss auch sagen, 7 habe ich nach 8 gespielt. Vielleicht lag es auch daran. Hatte erst Teil 8 mir gekauft und habe dann von einem Kumpel Teil 7 ausgeliehen. Aber wer weiß. Ja. Übrigens, diese Marke, die ich hier gerade gefunden habe, die ist wichtig für die ultimativen Waffen, die ich hier besorgen will. Das ist eine von den Marken, die man braucht. Findet man hier ganz zufällig gleich am Strand. So, und quatschen wir mit den Leuten hier. Dann haben einen Riesenunterschied zu 8 her. Das stimmt. Es gibt auch, also ich weiß, dass viele Leute 8 auch nicht gut fanden und es gibt natürlich auch welche, die 8 gut finden. War halt speziell. Finally. Things were starting to look up. Du hast ja die ganzen Zauber immer geklaut von den Gegnern und damit deine Stats quasi ausgerüstet, um dich stärker zu machen. Irgendwie hat man fast nur mit diesen GFs dann mal gekämpft. Zumindest habe ich dann meistens nur die GFs eingesetzt, abwechselnd. You know, amateur. Who you play for? The Xanarkin Apes. What team you say again? I meant, forget that. I got too, close to sin and my head's all foggy like. So, I don't know where this place is. Or even where I came from. Sin's toxin got to you. But you're still alive. Praise be to Yevon. Der einzige, der alles scheiße fanden, war 13. Ich habe von 13 nur den ersten Teil. Lustigerweise gibt es ja 13 3 Teile. Da sind sogar 4. Also 3 weiß ich auf jeden Fall. Da gab es auch diesen Ableger nochmal, irgendwas mit Lightning oder so. Jedenfalls 13.1 kenne ich, ja, das war okay. Das ist auf jeden Fall nicht eins meiner Lieblingsspiele, das kann ich schon mal sagen. Grafik war natürlich gut für die Zeit, also wo es rauskam, war das schon beachtlich, was die PS3 war das, glaube ich, gut dargestellt hat, aber also wenn ich mich an Final Fantasy Spiele zurückerinnere, gehört 13 nicht dazu. Aber ich muss auch sagen, dass ich 12 scheiße fand. Als sie mit Teil 12 versucht haben, eine Art MMO-Kampfsystem einzubauen, das ich weiß nicht, ich habe glaube ich bis zur Hälfte gespielt und hatte dann keine Lust mehr. Das war mir einfach zu blöd. I felt Aber ich like I fand sie could alle trust schlecht. this Alle Final Waka, Fantasy. so I just had to ask. It's true Xanarkin was destroyed, right? 1,000 years ago? So it's just a big pile of rubble now, isn't it?
Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. 12 hatte ich mir damals sogar für den vollen Preis gekauft, weil ich habe was Besseres erwartet, sagen wir so. Und 60 € für ein PS2-Spiel damals war happig und ich habe mir nicht viele zum Vollpreis gekauft und war dementsprechend auch leider etwas enttäuscht. If you ask me, sins are punishment for letting things get out of hand. What gets me though is we gotta suffer because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Waka and Riku couldn't both be lying. Why would they? Aber was meinst du, fandest alle Teile schlecht? But you from the Xanac and Daves, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying that team Ach, du never meinst bestimmt von existed, 13 alle Teile. But you gotta figure, a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was everything that happened to me. All this started with Sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I just live life until that time came. No more worrying about where or when I was. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better. Maybe. Ja, aber Final Fantasy 10 wollte ich schon lange mal spielen. Vor allem, weil ich hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich dieses Spiel so oft schon gespielt habe. Also ich weiß auch wegen den ganzen Gegnern und Items und ja, kann ich ja ein paar nützliche Informationen bieten. Gerade 13.2 war mies. Fähigkeiten musste man Kleider tauschen. Das erinnert mich an hier an 10.2. 10.2 ist auch so ein lustiges Spiel. Es macht Spaß, wenn du nur mal eine Stunde spielst ungefähr, aber dann ist es irgendwie blöd. Man muss ja auch diese ganzen ja, war das auch Kleider? Oder? Die rüsten doch auch immer irgendwas aus und können sich dann dementsprechend das Aussehen anpassen und haben dann die Fähigkeit. Also machen sich zum Magier oder zum Revolverhelden und diese Sachen. Das ist ja eigentlich auch wie so ein Barbie-Spiel. Ich meine, die ziehen sich auch ständig um, je nachdem, welche Fähigkeit du gerade nutzen möchtest. Hey, it's this way. Ich will aber hier lang gehen. Na. Also ich würde sagen, es hatte ja nicht zu vergleichen mit 10 ist es auf keinen Fall. Es ist ja auch nicht mal ähnlich. Ich finde, das Kampfsystem hätte Potenzial gehabt, wenn sie mehr draus gemacht hätten. Aus diesem, naja, du levelst die Sachen ja auch und musst ja erstmal diese ganzen verschiedenen Kampfsysteme aneignen. Die kriegst du ja nicht im Laufe der Story, sondern musst du ja finden oder durch Aufgaben verdienen, irgendwie so. Da hätte man sicher mehr draus machen können. Vor allem, wenn man es nicht Final Fantasy X-2 genannt hätte und nicht dieselben Figuren genommen hätte, sondern einfach komplett anderes Spiel, was nichts mit Final Fantasy zu tun hat. Das wäre, glaube ich, das Beste gewesen dafür. What's the big idea? So, der Waka ist in unserer Gruppe. So, und jetzt haben wir den schönen Teil. Hier gibt es Kisten, die im Wasser versteckt sind. Und die manchmal zu entdecken, ist nervig. Weil es so viele Ecken gibt, wo man hingehen kann. Und das geht noch. Wir haben 2 Fisch und 3 Einzelne. Oh, gut. Ihr nervt mich jetzt schon. Hey, wir haben ein paar Steroide gekriegt. Damit müssten wir jetzt eigentlich... Ja, Level. So. Und
damit wir auf den schnellsten Wege zu Hast kommen. Weil ohne Hast macht alles keinen Spaß. Ach, da ist eine Truhe. Ich wusste es doch. Ja, eine Phönixfeder. So. Ach, ihr nervt mich. Wenn man sich zu lange hier aufhält auf der Suche mit den Truhen und man Pech hat, können die einen so weit runterhauen, dass man wirklich eine Potion benutzen muss. Ach, das Sphärobrett. Ja, ich finde es ja lustig. Ich habe mal im Vorfeld, bevor ich das hier angefangen habe, mal geguckt, was die Leute so für Bretter wählen. Weil du hast das Standardbrett und das Profi-Sphärobrett. Und ich habe eigentlich noch nie das Standardbrett genommen, weil ich damals schon als Kind dachte, Profi bringt dir mehr. Das ist wahrscheinlich komplizierter aufgebaut, aber bringt dir mehr. Habe ich mich mal informiert und es gibt, glaube ich, nur ein paar Felder mehr auf dem Profi-Sphärobrett. Der Unterschied ist nur, dass alles ziemlich verteilt ist und du viele freie Felder hast, die du ja mit diesen Steinen selbst bestücken kannst. Das heißt, du kannst Magie oder so ja zwischendurch irgendwo platzieren, wie du halt möchtest. Und ja, viele benutzen oder haben wohl immer schon Standard-Sphärobretter am liebsten genommen, weil du halt die Sachen für die Figuren mehr beisammen hast. Also du levelst quasi schneller den entsprechenden Wert für den Charakter. Also Ludo Magie kriegt schneller Magie, Auron kriegt schneller Stärke dazu, sowas. Aber das fand ich noch nie so toll. Ich suche mir sowieso den Weg aus, den ich gehen will auf diesem Brett. Gucke vorher, wo ich hinlaufe. So brauche ich keine Nähe haben. Keine Einfachheit. Außerdem, was ich hier vorhabe mit dem Lauf, wird sowieso noch lustig. Weil ich ja meine Figuren komplett anders entwickeln will, als man das standardmäßig machen würde. Ich habe nämlich zum Beispiel vor, mit Lulu in den Weg von Auron zu gehen, sodass ich nachher mit Lulu so mit diesen kleinen Tierchen die Gegner kaputt mache, anstatt mit Magie. Und Wacker wird mein Weißmagier, das hat mir schon ausgesucht. Dann Yuna wird mein Schwarzmagier werden. Auch wenn Yuna natürlich auf Stärke sehr lustig gewesen wäre, aber ich werde wahrscheinlich auf Schwarzmagie gehen. Kimari weiß ich noch nicht. Er wird vielleicht so ein Schwarzmagier-Hybrid. Mit Zustandsveränderungszaubern wohl eher. Und ja, auf jeden Fall will ich mit allen Figuren in eine komplett andere Richtung gehen, als man eigentlich sollte. Und was natürlich zur Folge hat, dass man mehr leveln muss, weil du brauchst natürlich mehr Punkte, um in die Richtung zu kommen wieder. Aber das macht ja nichts, wir haben ja Zeit. Okay. Was war das denn? Warum wurden deine Nachrichten gelöscht und du in den Timeout versetzt? Wolltest du gerade was eingeben? Warte mal. Ja, vielleicht war meine Nachricht zu lang. Aber dann löscht er dann, warum löscht er denn alle Nachrichten von dir sofort? Du sitzt nicht in Timeout. Ich habe mal ein bisschen die Einstellungen zurückgefahren. Vielleicht war es einfach zu... Ja, du bist halt ein alter Spammer. Ich kann es nicht anders sagen, Rego. Einfach Spam. Alles, was du da machst.
Oh, Mensch. Da kommt der nächste Zuschauer. Hallöchen. Strubbelnator ist auch am Start. Sind wir aufgestiegen? Ja. Ich gebe Tidus natürlich immer den Vorzug, weil ich unbedingt nach Hast muss. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Ups, das war die falsche Taste. Das ist auch die falsche Taste. Das ist immer die falsche Taste. Ach, das versuchen. Genau. Ich will dahin. Muss also rückwärts laufen. Das ist halt einer dieser Nachteile. Wenn endlich zu Hause immer diese Verspätungen. Ah, schlechte Zugverbindung erwischt oder was eine Kiste? Oder woran lag's? Wir haben zwar eine Ekstase, aber ich habe keine Lust, die einzusetzen. Nicht bei diesen Gegnern. Allerdings, soweit ich mich erinnere, kommt lange Zeit jetzt erstmal kein besonders starker Gegner, was sich lohnen würde. Wir holen uns jetzt erstmal noch eine Kiste ab. So, und weiter geht's. Ach, immer diese Fischer hier. Mein Zug ist später angekommen wegen Problemen. Na, natürlich. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Dann hast du Feierabend, freust dich auf, darauf zu Hause zu sein. Und dann kommt der Zug noch später. Nichts Besseres kann man gar nicht haben. Ich habe ja die Woche noch Urlaub. Wollte ich noch ausnutzen. Ein bisschen streamen mal wieder. Seit Ewigkeiten. Ja, andersrum. Ich habe Ewigkeiten nicht gestreamt. So. Deswegen wurde es langsam wieder Zeit. Duschen, dann geht es weiter. Du willst wohl dann auch anfangen zu streamen, wenn du fertig bist. Ich weiß gar nicht mehr, ob hier noch eine Kiste war. Unter dieser Wasseroberfläche sind die echt schwer zu erkennen. Let me go! Got a favor to ask you. You want me on your team, right? Hmm? A major blitz tournament's coming up. All the teams in Spira will be there. It's so huge, I'm sure someone there will recognize you. Then you can go back to your old team, right? It'll be fun. What do you say, huh? Come on, come on! Sure thing. Dude, our team is gonna rock, eh? I thought then that Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Xanarkin had in common. August bist du eigentlich noch da? I wasn't too far off either. This is where I was born. I started Blitz when I was 5. I joined the Aurochs at 13, 10 years ago. 10 years, and we never won a game. Well, after last year's tournament, I quit. Time seemed right.
So, after quitting, I got this new job, yeah? But every time my mind wandered, I thought about the game. 10 years without a single win will do that. My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey, hey! So, you want to win the next tournament? Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do. As long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. No. If I say, what's our goal? You say, victory! When you play in a blitzball tournament, you play to win. Victory? You're serious? Ich glaube dorthin. Doch hier können wir noch. Hier gibt es nichts. Hier würde, glaube ich, meckern, weil da würde ich hier nicht hin dürfen. Ja. Und da sollen wir noch nicht hin. Ja. Ah doch, wir können hier hin. Hier irgendwas finden. Ich bin ja noch nie lang gegangen ohne... Ich weiß gar nicht, bin ich schon mal lang gelaufen, ohne vorher die anderen Sachen gemacht zu haben. Beeil dich mal gerade, das ist ganz schön langsam. Und der einen von diesen Wasserfällen war irgendwie, glaube ich, auch mit. Oder später. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Genau. Aber hier finden wir eh nichts. Ach, schon wieder auf zur Hauptmission. Ach so, schön friedlich hier. Noch gibt es ja keine Gegner. Wenn nachher versucht lang zu laufen, kommen ständig irgendwelche Monster an. So, dann wollen wir mal richtig gehen. Ah, the one from the sea. Be on guard. There are fiends on the road today. After surviving your run-in with Sin, it would be a shame if something happened now. Who are they? Luzu and Gata, Crusaders. Huh? Crews of what? What, you forgot that too? Hey, sorry. Don't worry about it. I'll help you out. Cool. In return, come tournament time, I'll make sure we take the cup. Cool. About the Crusaders, you can ask them yourself. They got a lodge in a village. Also mal runtergehen, wacker. Ab in das Dorf. Besaid village. They got any food there? We'll get you something over there later. Take a look around first. Ja, man kann sich ein bisschen umschauen. The Crusaders Lodge is over yonder. Ich glaube, man muss erst wenigstens mit den Crusadern geredet haben und mit der Bürgerwehr. Und dann kann man zu Wacker gehen, wenn man die Geschichte weiter vorantreiben will.
Aber ich werde vorher noch ordentlich anschauen. Huh? What's up? You do remember the prayer, right? I didn't know it in the first place, to tell the truth. Der Man, ist that's like vollkommen the egal, was man basics of the auswählt. basics. All right, I'll show you. Go ahead, you try. Hey, not bad. Okay, now go present yourself to the temple summoner. Any blitzball player would know that prayer. It was the blitzball sign for victory. Ah, hier ist Wacker. Ja, wir erkunden noch ein bisschen das Dorf. Ach, eigentlich in dem gibt es was. Nicht in dem. Nein. Die Richtungsangabe war ein bisschen genau. Den einen nicht so bekannt. Es gibt auf jeden Fall ein paar Kisten, die man noch finden kann. So, genau hier. Ups. Mal wechseln. Und da wollen wir hin. Also wir klauen erstmal eine High Potion. Ein bisschen Geld. Noch ein paar Potions. Wir reden mal kurz. Hey, so viel, alles klar. Bin ich mit dir? Bin mit dir reden. Man kann hier auch schon was kaufen. Da haben wir auch nichts. Man kriegt, was man haben möchte. Viel mehr. Warum schon so. Dann gehen wir erstmal hier rein. Vor. Sehr gut. Hey, you! You were attacked by Sin, right? Recently, was it? I think so. So, Sin can't be far, right? You're not hiding anything, are you? Why would I? If Sin's nearby, it'll attack the island for sure. But it hasn't. I wonder why. I'm sorry. I really don't know anything. To tell the truth, I don't even know what the Crusaders are. You're kidding, right? Sin, the toxin. Gotta tell him who we are. Yes, sir! The Crusaders are sworn to battle Sin. We have chapters throughout Spira, accepting all who wish to join our struggle.
The hero Mihen formed the Crusaders 800 years ago as the Crimson Blades. Later, our ranks grew and we called ourselves the Crusaders. We've been fighting sin ever since. What? You've been fighting 800 years and you still haven't beat it? Well, we've steered sin away from towns many times. And that's all we can do. Nobody's ever been able to defeat it. Our mission as Crusaders is to protect the temples, towns, villages, and people of Spira. So, then whose job is it to defeat sin? Is sin's toxin really this bad, sir? It does seem rather bad. We could just tell you, but I think it better for you to try and remember. Go pray at the temple. Perhaps Yevon will help you regain your memory. Kurze Unterbrechung war das. Ja, was ich sagen wollte. Man kann hier immer noch ein paar Sachen nachlesen, wenn man das möchte. Das braucht man jetzt nicht antun. Kätzchen. Kätzchen. Mal ausnutzen und speichern hier. So. Nee, ich glaube ganz cool durch die Gegend ohne Laufgeräusche zu machen. Jetzt müssen wir erst in den Tempel gehen. Oder was? Nicht laut der Karte. It was then, standing in that place. I began to realize how different this world was from my own. Die wollten noch quatschen mal möchte. Ist eher uninteressant alles. Years have passed since Lord Braska became High Summoner. And finally, we receive a statue for our temple. Well, what's a High Summoner?
I got too close to Sin's, toxin. It was funny hearing myself make the same excuse over and over. Funny, and a little sad. The summoners are practitioners of a sacred art, sworn to protect the people of Yevon. Only a chosen few become summoners, who call forth entities of great power, the Aeons. The Aeons hear our prayers and come down to us. They are the blessing of Yevon. So what he meant was that we should respect some kind of great men, or something like that, I figured. Sorry, man. No time. Take a nap. Okay, wir haben jetzt das Angebot von Wacker annehmen. Sorry, man. Take a... Und gleich eine Köche machen. You could at least go see how they are doing. We can't interfere. It's a rule. But it's been nearly. But it's been nearly. It's been nearly a day already. Perhaps you could go look for us. People are searching for him now. Thank you. Who cares whether he comes back or not? But he might die. Fine, let him. Do you hate him so? But if he dies, you'll never be able to tell him how much you hate him. Waka? So, weiter geht die nur lustige Reise. Gehen wir mal kurz hier rein.
Is something wrong? The summoner hasn't returned from the trial. Eh? Well, apprentice summoner, really. Huh? There's a room in there called the Cloister of Trials. Beyond is where the apprentice summoner prays. If the prayer is heard, the apprentice becomes a fully fledged summoner. Remember? So someone is in there somewhere and they haven't come back out. Right, I got it. A day's already gone by. Is it particularly dangerous in there? Sometimes, yes. Why don't you go in and help? There's already guardians in there. Besides, it's forbidden. Hey, but what if something happens? What if the summoner dies? The precepts must be obeyed. Like I care. Maybe this wasn't such a good idea after all. Ja, und damit willkommen zur ersten Prüfung. Ich mag die Prüfung eigentlich sehr in diesem Spiel. Da sind kleine Rätselhallen, wo man die Steine hin und her schieben muss und die richtigen Steine in die richtigen Öffnungen stecken, damit sich Türen öffnen und so weiter. In jedem von diesen Tempeln gibt es auch jeweils ein gutes Item, was man finden kann. Diese sind aber immer versteckt. Man muss ja so ein bisschen Mühe geben und vor allem man denkt, dass man sie nicht übersieht. Jetzt erklärt er einen. Und das funktioniert. Also dieses wäre eben, dann brauchen wir jetzt ja diese Tür jetzt auch, ne? Sie dann öffnen sich. Gucken wir nochmal. Der müsste jetzt, glaube ich, hier. Aber das ist ja schon eine Auswahl. Gleich weiter. Nehmen wir den. Müsste der jetzt hier? Die meisten Sachen sind auch eher ausprobieren. Da passt nichts. Müssen, glaube ich, hier hinten das Symbol bewegen. Nicht? Ach, dieses Symbol war es. Und jetzt halt raus. Den erstmal weg. Den machen wir nicht gleich noch. Nehmen. Und stecken ihn hier rein. Und damit haben wir das erste versteckte Item gefunden. Perfekt. Dann holen wir uns den hier wieder zurück. Ups. So.
steht denn hier? Natürlich ist der erste Tempel noch sehr einfach gehalten. Das Spiel hat mir noch verschiedene Sachen erklärt. Welche Sachen? Hey! Und damit haben wir es It's gemacht. gotten into you. Hey, it's okay. Only summoners, apprentice summoners, and their guardians can enter here. It's a tradition, very important. So what about you? Me? I'm a guardian. A guardian? Whoa! Ah! Summoners go on a pilgrimage to pray at every temple in Spira. Guardians protect them. The Guardian's in there now. One of them's got a sure fuse, and who knows what the other's thinking. Well, now that we come this far, might as well go all the way. What are you doing here? Didn't think we'd be able to handle it? No, it's just... See, I told you she gets mad easy. Is the summoner all right? Who are you? I've done it. I have become a summoner. Man, was I surprised. And here I was thinking summoners were all old geezers. Trotzdem schnell was gucken. Ja. Hey, over here! Was ich aber nicht zu üben kann. Unsichtbare Wand hält mich auf. What? Ow! Wait till you see this. I can't see anything. Ready? Okay.
I had never seen anything like it in my life. Sure, it was a little scary, but still, I could feel a strange kind of gentleness coming from it. I remember, that night, we talked for the first time. I didn't know it then, but after that night, everything changed. For everyone. For me. Let me introduce you to the team. This guy here wants into the tournament so bad, I let him on the team. His memory's a little fuzzy, so don't mind him if he says anything odd. Come on, say hi. Hi guys. So what's our goal? To do our best! Nope, we got a new goal now. Our new goal is victory! To win every match, defeat every opposing team, to bring the Crystal Cup back to our island. That's all we need to do to win. Easy, huh? Victory! 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 Yeah! You heathen! Stay away from the summoner! You're a bad man! Lady Una, be careful. But it was really my fault to begin with. I'm Una. Thank you so much for your help earlier. Huh? I'm sorry about that. Wasn't I not supposed to... Guess I kinda overreacted. Oh no, I was overconfident. I saw that Aeon thing. That's amazing. Really? Do you think I can become High Summoner? Lady Una, come play with me some more. So, tomorrow then. Tomorrow? We're going on the same boat, aren't we? Oh, really? We can talk more. Huh. You can tell me all about Xanarkand. She's cute, yeah? Don't get no ideas. No promises there, big guy. Hey, but what if she, comes on to me? That's not going to happen. If you get tired, let me know. I had a bed made for you. Ja, gleich mit Wacker Stay reden. away Die werden sowieso nicht mehr reden und sagen also. Ich bin wieder ins Bett gehen. Sleep. Where's that boat? Everyone will find us if it doesn't come soon. You really sure this is okay? Would you take me to Xanarkand? Hey! You said you'd go with me! Oh, hey, I thought Waka told you not to get any ideas. He did? Yeah, so you're coming with me. Hey, stop dreaming!
You with a woman? You can't even catch a ball! Oh, what's the matter? Gonna cry again? Cry, cry. That's the only thing you're good for. I hate you. Huh? What'd you say? You have to speak loudly. I hate you! Huh? That's the spirit. You can do it. I hate you! He's dead, okay? Dead. He does look a lot like Chapu. I was surprised too, the first time I saw him. But no matter what he looks like, he isn't Chapu. You shouldn't have brought him here in the first place. Yeah, but he needed our help. Excuses again? Yeah, but... That's it. No more. Enough, Waka. Scary. So, who's Chapu? My little brother, Chapu. He looked like you. He's dead? He was with the Crusaders when they fought Sin last year. He didn't make it. I first heard on the day of the tournament. Oh, so that's why. I became a guardian to fight Sin, yeah? Revenge, then? That was the idea. I'm more worried about a stupid game now than avenging my brother. Well, after the next tournament, I'll be a guardian full-time. I know it kinda looks like I'm using you, but I'm not. Don't worry. I mean, I owe you a lot. You really helped me out, you know? What I mean is... Thanks, Waka. Stop. You're embarrassing me. So, ich werde jetzt hier speichern. Und dann war es das für heute. Beenden. Weg. Hier aus. Dann ein hier. Und ein bisschen Musik. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich mal sagen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wir werden das ja natürlich bald wieder weiterführen. Hier ist ja noch lange nicht zu Ende. Und deswegen haben wir noch einiges vor. Also ja, vielleicht sehen wir uns die nächsten Tage schon wieder. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es einrichten kann, aber ihr werdet das als erstes erfahren, sobald es weitergeht. Ich sage mal gute Nacht euch, guten Abend, je nachdem, was ihr noch macht. Und bis zum nächsten Mal. And be your baby's daddy.
my bonny wee lass, never let this parting grieve thee. When heather cows grow oxen bows, bonny lassie, how